Hallo Dorfbewohner. Halt, stopp. Falsches Spiel. Ich meine natürlich Moin Agents. Nachdem ihr in den vergangenen Folgen bereits die Basics von mir bekommen habt, zeige ich euch heute ein fertiges Bild, wie ihr es konkret aufbauen könnt. Und zwar schauen wir uns das bereits oft erwähnte Hunter-Set an, zusammen mit der Scorpio Shotgun. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Bild gefällt und lasst gerne einen Like da. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne mal auf Twitch rein. Als Spezialisierung kommt die Feuerwand zum Einsatz. Als allererstes achtet darauf, dass ihr den Schrotflintenschaden geskillt habt. Der Hauptgrund, warum wir diese Spezialisierung nutzen, ist jedoch das Stürmerschild. Der Vorteil gegenüber dem normalen Schild ist, dass sowohl ihr als auch eure Verbündeten, die hinter euch stehen, dem Gegner mehr Schaden zufügen, abhängig von der Anzahl der Feinde vor dem Schild. Außerdem wird der Schild Fertigkeitenrang wie bei allen anderen Schildern durch blaue und gelbe Kann-Attribute erhöht. Außerdem fügen Verbündete den Gegnern 10% mehr Schaden zu, die in einem Radius von 10 Meter von uns entfernt stehen. Ebenfalls ganz gut ist, dass Gegner im Umkreis von 5 Metern in Brand gesteckt werden, sobald wir die komplette Rüstung verlieren. Schauen wir uns kurz im Überblick an, was wir bei dem Set alles dabei haben. Als Primärwaffe kommt wie schon erwähnt die Scorpio Shotgun zum Einsatz. Die Wahl der Sekundärwaffe steht euch frei. Ich benutze hier eine M1A Classic mit Boomerang. Die Waffe nutze ich jedoch nur, falls ein Gegner sehr weit weg ist und ich nicht zu ihm hinlaufen möchte. Als Ausrüstungsgegenstände haben wir 4 Teile aus dem Hunter-Set. Bei diesem Bild müssen es die Maske, Handschuhe, Holster und die Knieschoner sein. Zusätzlich nutzen wir den exotischen Memento-Rucksack und eine Cheska-Weste mit einschüchternd. Als Kernattribut haben wir auf jedem Teil außer auf einen Waffenschaden. Welches Teil die Rüstung hat, spielt keine Rolle. Ihr könnt auch auf ein weiteres Teil Rüstung statt Waffenschaden rollen, falls ihr zusätzliche Überlebensfähigkeit braucht. Natürlich verliert ihr dann etwas Waffenschaden, bekommt dafür aber einen weiteren Schildfertigkeitenrang und noch mehr Bonusrüstung über dem Memento, sobald ihr einen Token einsammelt. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die einzelnen Ausrüstungsgegenstände. Die Scorpio Shotgun eignet sich perfekt für dieses Bild. Zum einen bekommt ihr über das Hunter-Set sowieso Schrotflintenschaden und zum anderen könnt ihr über die Statuseffekte, die die Waffe austeilt, super auf kurze Distanz überleben. Da ich im vorherigen Video meines Damage Guides die Waffe schon ausführlich erklärt habe, werde ich hier darauf verzichten. Wer das Video verpasst hat und noch genauere Infos dazu braucht, bekommt von mir den Link einmal oben rechts oder in der Videobeschreibung. Falls ihr euch jetzt fragt, warum da oben Zorn des Jägers steht und ich die ganze Zeit etwas von Hunters Set erzähle, im Englischen heißt das Set Hunters Fury, deswegen meine ich natürlich das Zorn des Jägers. Ihr bekommt hier für 2 Teile 15% Schrotflintenschaden und 15% MP-Schaden. Bei 3 Teilen bekommt ihr 20% Rüstung durch Kills und 100% Lebensenergie durch Kills. Besonders wichtig ist aber auch hier der 4 Teile Bonus wie in den meisten anderen Sets. Gegner im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung, die den durch uns verursachten Waffenschaden um 20% erhöht. Wenn wir einen von diesen geschwächten Gegnern töten, erhalten die Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Das Ganze kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Besonders gut eignet sich das Ganze natürlich direkt an einem Spawnpunkt. Sobald ihr den ersten Gegner gekillt habt, sind alle anderen erstmal benebelt und können keinen richtigen Schaden gegen euch machen. Dass dann auch noch der Waffenschaden erhöht wird, macht es noch leichter, die restlichen Gegner zu killen. Außerdem haben wir da noch eine zusätzliche Synergie mit dem Rucksack und dem Brusttalent. Dazu komme ich aber gleich. Außerdem haben wir auf allen Teilen Chance oder Schaden durch kritische Treffer. Welcher Wert genau auf welchem Teil drauf ist, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist nur, dass im Endeffekt die Werte passen. Wie gerade angesprochen, gibt uns der Memento bei einem Kill zusätzliche Vorteile. Auch diesen Rucksack habe ich bereits im letzten Video ausführlich beschrieben. Wer die genaue Funktionsweise noch nicht kennt, kann einfach in das letzte Video gucken. Zum einen bekommen wir auch über den Rucksack zusätzlichen Waffenschaden, sobald wir einen Token einsammeln. Wir bekommen aber auch die Bonusrüstung. Die Bonusrüstung gibt uns zusätzliche Überlebensfähigkeit, wenn wir direkt am Spawn stehen. Viel wichtiger ist jedoch, dass dadurch unser Talent auf der Brust ausgelöst wird. Bevor wir zum Talent kommen, schauen wir uns kurz die Weste genauer an. Wir haben hier eine Cheska-Weste, die uns 10% Chance auf kritische Treffer gibt. Dieses Brandset ist hier mein absoluter Favorit, da es wie bei jedem Gearset ziemlich schwer ist, auf genügend Crit-Chance oder Crit-Schaden zu kommen. Des Weiteren haben wir, wie schon angesprochen, Waffenschaden und Crit-Chance sowie Crit-Schaden. Als Talent nutzen wir hier einschüchternd. Durch die Bonusrüstung, die wir hier vom Memento bekommen, wird der gesamte Waffenschaden bei Feinden im Umkreis von 10 Meter um 35% verstärkt. Hier schließt sich dann auch schon fast der Kreis von der perfekten Synergie. Wenn wir beim Schild angelangt sind, zeige ich euch nochmal, wie sich alles ergänzt. Auch bei den Handschuhen haben wir Waffenschaden und Crit-Schaden, ebenso wie beim Holster. In meinem Bild ist einzig beim Knieschoner Rüstung statt Waffenschaden. Wie bereits angesprochen, spielt es aber keine Rolle, ob ihr das auf dem Knieschoner, der Maske oder dem Holster habt, je nachdem, mit welchem Teil ihr euch am leichtesten tut, da Rüstung drauf zu rollen.
Das letzte Teil, welches unseren Schaden boostet, ist das Stürmerschild. Natürlich haben wir typisch für ein Schild einen besseren Schutz vor dem Gegner. In dem Fall haben wir auf Schildfertigkeiten Rang 3 sogar 2,6 Millionen Lebensenergie fürs Schild. Wir haben 76.000 Regeneration im Holster und 54.000 Aktivregeneration. Was dieses Schild aber so besonders macht, sind die 12% Schadensbonus pro Gegner. Das Ganze geht bis zu einer Stärkungsreichweite von 10 Metern. Da wir eine Shotgun spielen, haben wir sowieso keine besonders tolle Reichweite. Außerdem nutzen wir ein Brusttalent, das auch auf den Umkreis von 10 Metern begrenzt ist. Und um dieses überhaupt richtig nutzen zu können, müssen wir über den Rucksack die Token einsammeln, um die Bonusrüstung zu bekommen. Und natürlich auch den zusätzlichen Schaden. Also wie ihr merkt, kommen wir sowieso nicht drum herum, direkt am Gegner zu spielen. Und genau für diese aggressive Spielweise nutzen wir hier alle Vorteile. Wir nutzen die Statuseffekte durch die Shotgun, außerdem natürlich durch das Hunter-Set, um die Gegner zu verwirren und uns möglichst wenig Schaden zu geben. Außerdem nutzen wir natürlich das Schild und etwas Rüstung, um höhere Überlebensfähigkeit zu haben. Und wir bekommen extrem viel Schaden durch die verschiedenen Boni. Ich hoffe, ihr habt beim Spiel mit dem Set genauso viel Spaß wie ich. Mit den passenden Unterstützersets und den richtigen Teamkollegen könnt ihr damit auch easy legendär laufen. Auch dazu verlinke ich euch einige Videos, einmal zu den einzelnen Speedruns, die wir gelaufen sind und natürlich auch zu den beiden anderen Builds, die ich in einem Video erkläre. Um die Werte so wie vorhin beschrieben zu erreichen, brauchen wir natürlich die passenden Mods. Ich habe hier einmal einen 1% Schadensbonus pro Gegner Mod, außerdem bekommen wir hierdurch 8% Aktivregeneration und ich habe einen weiteren 5% Schadensbonus pro Gegner Mod. Als zweiten Skill nutze ich hier den Wiederbeleber Drohnenstock. Der gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit, falls ich doch mal sterben sollte, dass ich ohne meine Teamkollegen wieder hochkomme. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die einzelnen Werte. Wir sehen hier, dass die Waffe knapp über 1 Million Waffenschaden hat. In dem Bild habe ich 54% Crit Chance bei 115% Crit Schaden. Natürlich könnt ihr hier auch 60% Crit Chance nehmen, dafür auf einmal Crit Schaden verzichten. Da bei uns aber häufig jemand mit einer exotischen Maske mitläuft, durch die ich 10% Crit Chance bekommen könnte, gehe ich hier den Mittelweg, um nicht zu oft übers Cap zu gehen. Des Weiteren haben wir 65% Kopfschussschaden und 12% Rüstungsschaden. Auch unsere Rüstung kann sie mit 1,1 Millionen durchaus sehen lassen. Und wir bekommen 220.000 Rüstung bei einer Tötung zurück. Lebensenergie haben wir fast 340.000 und bekommen bei einem Kill auf jeden Fall die ganze Lebensenergie zurück. Bleibt dran, wenn ihr euch nochmal genauer anschauen wollt, wie man mit dem Bild am besten spielt. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie euch das Bild gefällt. Und wer mich mal live sehen will, kann gerne auf Twitch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao!